Hallo Freunde, heute gibt es in unserem Video etwa 10 interessante Tiere, die der Mensch zum Leben erweckt hat. Ist es schwer zu glauben? Beim angenehmen Stöbern. Die Fauna ist reich an Vielfalt, aber die Menschen hören nicht auf, zu experimentieren und neue Tierarten zu erschaffen. Manchmal ist es praktisch sinnvoll, und manchmal möchten Wissenschaftler ein ungewöhnliches Tier haben. Können sie sehr überraschen? Man kann sich nur vorstellen, was uns alle mit der Entwicklung der Gentechnik und des Klonens in Zukunft erwartet. Jo zur SA-Song. Trotz vieler Versuche ist es bisher keinem Menschen gelungen, ein Zebra zu zähmen. Die Natur des Zebras ist nicht flexibel und seine Ausdauer ist praktisch gleich Null. Es gibt jedoch von Menschen gezüchtete Zebra-Hybriden. Bewaffnung ist die Bezeichnung für alle Hybriden aus einem Zebra und einem anderen verwandten Tier, einem Pferd oder einem Esel. In der Regel werden für eine solche Kreuzung männliche Zebras und Weibchen anderer Arten mit pferdeähnlichen Hufen ausgewählt. Die Form der Jungen ähnelt meist der Form der Mutter, ihre Streifen sind jedoch die des Vaters. Das Zebra und das Pferd sind Zoos, das Zebra bringt teilweise seine Immunität mit, die Meinung wiederum Resistenz gegen einige Schädlinge und Krankheiten. Sie bekommen die Ausdauer von den Pferden, dem Zebra und dem Esel sind Zong, aber nachdem sie die Veränderungen im Aussehen durchlaufen hatten, war es nicht möglich, den unfreundlichen Charakter zu ändern. Es ist sehr schwierig, mit Zebroiden eine gemeinsame Sprache zu finden, sie sind sehr unberechenbar, auch die Entstehung von Hybriden ist mit großen Schwierigkeiten verbunden. Aber alle Zebra-Hybriden sind unfruchtbar. Sie können keine Nachkommen bekommen. Spielbluma oder Kama. Kabellama ist eine Hybride, die durch Kreuzung eines Lamas und eines Kamels entsteht. Dieses Tier wird auch Kama genannt. Züchter versuchen seit langem, eine solche Hybride zu züchten, doch der Erfolg gelang nur, als ein Lama als Mutter und ein Kamel als Vater verwendet wurden. Kama wurde erstmals 1919 im Tierzüchtzentrum in Dubai gewonnen, später wurde ein Hybridmännchen gezüchtet. Nach 4 Jahren wurde ein Hybridweibchen geboren. Lamas leben in Südamerika und Kamele in Afrika und Asien. Daher ist es physikalisch unmöglich, Kabel in freier Wildbahn zu entdecken. Kami sind kleine Tiere, das Gesamtgewicht beträgt 50 bis 70 Kilogramm. Sie haben kurze Ohren, einen langen Schwanz wie die Hufe eines Kamels und sind gegabelt wie die Höcker eines Lamas, aber sie fehlen völlig. Kamji hat ein gehorsames Wesen, eine kleine Statur und ein dickes Fell, sie sind so ausdauernd und stark wie Papas Kamel. Chinesische Seidenhühner. Dabei handelt es sich um eine sehr alte Hühnerrasse. Es ist nicht genau bekannt, wann mit der Zucht begonnen wurde, sie wurde jedoch bereits im 13. Jahrhundert vom berühmten Reisenden Marco Polo beschrieben. Ursprünglich wurden sie zu dekorativen Zwecken gezüchtet. Manchmal wurden sie auch in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet. Diese ungewöhnlichen Hühner kamen Ende des 18. Jahrhunderts nach Europa. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Standardvogel dieser Art in Amerika offiziell anerkannt. Schon damals begannen Streitigkeiten über ihre genaue Herkunft und die Biologie der Klassen. Interessanterweise glauben einige Experten, dass Seidenhühner eine Kombination aus Huhn und Kaninchen sind. Diese Rasse wird für ihre hohe Geschmacksqualität geschätzt, auch erwachsene Seidenhühner können 120 Ei im Jahr legen, sie haben einen sehr freundlichen Charakter, sie gehen gerne in die Hände von Menschen und lassen sich streicheln. Ein weiterer Unterschied zwischen Seidenvertretern ist die Anzahl der Zehen an ihren Füßen, gewöhnliche Hühner haben 4 Zehen, während diese exotische Rasse 5 hat. Außerdem sind sie mit Federn bedeckt. Es werden die außergewöhnlichen Daunenfedern dieser Hühner verwendet. Aus 2 Schnitten werden ca. 150 Gramm Flaum gewonnen, der für die gleichen Zwecke wie Tierflaum verwendet wird. Die Wolfshündezüchter aus Salus arbeiten seit Jahrzehnten daran, einen domestizierten Wolf zu züchten. Der Züchter aus Salus kreuzte einen russischen Wolfshund und einen deutschen Schäferhund und wählte später die stärksten und langlebigsten Welpen aus. Sein ganzes Leben lang kreuzte er sie miteinander. Nach dem Tod von Salus führten seine Frau und seine Tochter die Experimente fort. Das Ergebnis ist ein Tier, das in Größe und Aussehen kaum von einem Wolf zu unterscheiden ist und gleichermaßen ausdauernd, stark und intelligent ist. Und auch mit dem gleichen Herdeninstinkt, einem eigensinnigen und unabhängigen Charakter.
Diese Wolfshunde können nicht einmal bellen, es handelt sich also im Grunde genommen um denselben Wolf, aber mit einem wesentlichen Unterschied erkennt der Sarus den Menschen problemlos als Anführer seines Rudels. Deshalb sind sie als Diensthunde einfach unübertroffen. In einigen europäischen Ländern werden diese Hunde als Blindenhunde eingesetzt. Sie beteiligen sich auch an der Suche und Rettung von Menschen. Experten raten jedoch immer noch davon ab, dieses Tier als Freund mit ins Haus zu nehmen, insbesondere wenn die Familie kleine Kinder hat. Liger, ein Taigun. Ein Liger ist eine Kreuzung zwischen einem männlichen Löwen und einer weiblichen Tigerin. Sie leben nur dort in Gefangenschaft, wo sie gezüchtet werden. Sie wachsen sehr schnell und erreichen eine enorme Größe, weshalb sie zu Recht als die größten Katzen der Welt gelten. Herkules ist der größte Liger, den es gibt, er ist nicht fettleibig, er ist einfach erwachsen geworden. Ihr Gewicht beträgt 410 Kilogramm, während die Paarung eines männlichen Tigers und eines weiblichen Löwen zu einer sehr schönen Großkatze namens Saigon führt. Sie werden Tiger niemals in der Natur treffen. Schließlich leben Tiger und Löwe derzeit an unterschiedlichen Orten. Ein Hybrid vereint die Eigenschaften beider Eltern, er kann Flecken von der Mutter und Streifen vom Vater haben. Wenn ein Taigun eine Mähne hat, ist diese immer kürzer als die eines Löwen. Ein Saigon ist normalerweise kleiner als ein Löwe und ein Tiger wiegt etwa 150 Kilogramm. Zoologen sagen, dass der Tigerlöwe in freier Wildbahn überleben könnte. Im Lauftempo erreicht er 75 Kilometer pro Stunde, was für eine erfolgreiche Jagd völlig ausreichend ist. Fishbull, dieses lustige Wesen wurde in Amerika geboren, flauschige Kühe leben in Iowa und Lauders Farm züchtet sie. Diese süßen Kreaturen sehen aus wie riesige Stofftiere und werden nicht zum Melken oder zum Essen von Koteletts gezüchtet. Diese Schönheiten sind eine regelmäßige Wiederbelebung der Ausstellungen, nur um an der Ausstellung teilzunehmen, wurde einst dekorative flauschige Kuh gezüchtet, aber die erwachsenen Tiere haben bereits ein wohlgeformtes Muskelrelief. Sie sehen nicht so süß und attraktiv aus wie ihre behaarten Waden. Obwohl diese Tiere recht charakteristisch sind, wurde die offiziell flauschige Kuhrasse noch nicht anerkannt, so dass ihre Wolle gut gekämmt ist oder dass sie nicht aussieht und nicht absteht. Es erfordert eine nahezu professionelle Friseurpflege in den Büscheln. Ein solches Wunder zu erleben ist kein billiges Vergnügen. Schließlich wird der Preis für ein Kalb in Zehntausenden von 1000 US-Dollar gemessen. Unbewiesene Hühner, wer könnte auf die Idee kommen, nackte Legehennen zu erschaffen, die nicht durch Staub und Federn geschützt werden? Bewohner südlicher Regionen, in denen die Lufttemperatur in der Sommerhitze 50 Grad übersteigt, wissen jedoch gut, wie Vögel leiden. Jedes Jahr sterben in Israel etwa 10.000 Hühner aufgrund der Hitze, sowohl in Häusern als auch auf Bauernhöfen. Dies veranlasste israelische Wissenschaftler dazu, Hybriden zu entwickeln, die besser mit dem heißen Klima zurechtkamen. Der Übeltäter für das Auftauchen von Hühnern ohne Federn war Avigdor Kona, ein berühmter israelischer Reisender, der mit Hilfe von ihm gekreuzten Broilern an deren Schaffung als genetische Grundlage arbeitete mit dem sogenannten Baretroat und anderen Sorten mit schlechter Deckung. In jeder neuen Generation wurden die kahlköpfigsten Küken ausgewählt und der Rest verworfen. Dieser Wehenzyklus dauerte 25 Jahre, bis die Jungen völlig federlos waren. Die Manchin-Manchin-Katze ist eine sehr junge Katzenrasse, die völlig zufällig durch eine Mutation bei der Zucht von Kurzhaarkatzen entstanden ist. Es wurden keine Arbeiten durchgeführt und der Zustand stammt von einem Züchter, der zufällig auf der Straße aufgegriffen wurde. Bei Katzen mit kurzen Pfoten gibt es im Genotyp aller Mannschaft ein dominantes Gen für Achondroplasie, das das normale Wachstum langer Gliedmaßen stört. Daher hat der Träger dieses Gens sehr viele Nachkommen mit kurzen Beinen. Diese Rasse wurde 1910 anerkannt. 91 und erst 2007 fand es seinen endgültigen und verfeinerten Standard. Dies sind sehr süße und neugierige Tiere, die ihre Besitzer auf Ausflügen und Ausflügen begleiten. Kurze Pfoten, genau wie Zwergdackel, hindern diese Katzen überhaupt nicht am Laufen oder Springen. Sie haben eine ausgezeichnete Gesundheit und ein liebenswertes, zugängliches Wesen. Jagdlion oder Jagdlion ist eine Mischung aus Jaguar und Löwe. Dies ist eine sehr seltene Kombination. Dies sind Tiere, die von einer Löwin aus einem männlichen schwarzen Jaguar geboren wurden. Magnetschwebebahnen sind überwiegend schwarz gefärbt, männliche Magnetschwebebahnen haben eine kurze Mähne. Derzeit gibt es auf der Welt nur wenige solcher Tiere, zwei wie die Tsunami und Frühlingsbrut in Kanada.
Der Tsunami sieht aus wie ein gefleckter Löwe und der Frühling ist schwarz. Aufgrund der Vererbung des dominanten Jaguar-Gens. Diese Tiere sind sehr schön. Allerdings sind diese Hybriden völlig unfruchtbar und überhaupt nicht an das Leben in der Natur angepasst. Der Orca-Delfin oder Wolf ist eine Kreuzung aus einem weiblichen Delfin und einem männlichen Orca. Ein Orca wurde in Tokio im SeaWorld Park geboren. Und sie starb im Alter von 200 Tagen. Der zweitgrößte Hybrid auf der Welt und einer in Amerika war ein Weibchen namens K.E. Climate, das auf Hawaii ein ruhiger Ozeanwelpe ist. Sie wurde am 150519186 geboren. Sie wurde in Gefangenschaft als Ergebnis einer unerwarteten Paarung zwischen einem 900 Kilogramm schweren Orca und einem etwa 200 Kilogramm schweren Delfin geboren. Seine Form und Farbe sind eine Mischung aus den Merkmalen ihrer Eltern. Dies ist eine sehr seltene Hybride. Wie sich herausstellte, hätte sie Nachkommen bekommen können, was für einen Hybriden ziemlich selten ist. Sie hatte mehrere Junge, die jedoch ziemlich schnell starben. Im Moment wiegt sie etwa 272 Kilogramm und ist etwa 3 m lang. Sie begeistern die Besucher mit ihren Darbietungen. Und das sind alles Freunde. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, in den Kommentaren zu schreiben, welches Tier Ihre größte Aufmerksamkeit erregt hat. Abonniere unseren Kanal. Es wird noch interessanter sein.